Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Sennheiser Xentum an. Wir starten gleich mit der Optik. Optik gefällt mir gut, aber da braucht man nicht viel reden, es ist alles subjektiv. Die Verarbeitung ist auch relativ subjektiv, aber ich finde 8 von 10. Ich finde es gut, dass oben Silikon ist, sind relativ komfortabel. Komfort gebe ich 7 von 10, weil sie man nach einer gewissen Zeit schon ein bisschen auf die Ohren drücken. Das gefällt mir nicht so gut, aber wir sehen können es oben Silikon, das ist wichtig bei der Preisklasse, weil man hat meistens kein Echtleder und Fake-Leder schält sich dann ab, fliegt dann einfach ab. Sitz 9 von 10, passt perfekt auf meine Ohren eigentlich. Also man kann Sport machen mit denen, trainieren, gar kein Problem, also ich zumindest. Und ja, Bedienung gebe ich leider 6 von 10. Wieso gebe ich 6 von 10 nur? Weil die Tasten sind mir zu klein. Die haben nicht so einen guten Druckpunkt, finde ich, wie sie haben sollten. Anschlüsse halt USB-C hat man. Und ja, das wäre es eigentlich zu der Grundoptik. So, da kannst du die Werte selbst vergleichen. Was heraussticht, ist der stärkere Bass beim Sennheiser. Definitiv hört man deutlich mehr außer. Dem Teufel mangelt es, finde ich, am Bass, aber das kann man natürlich mit dem Equalizer ein bisschen ausgleichen, aber nie ganz, das ist ja wichtig.
Da kann man ja ein bisschen was spielen, aber das ist jetzt die Grundeinstellung. Und mitten ist der Teufel deutlich lauter, präsenter und obenrum seien sie sehr ähnlich. Ich finde generell gefällt mir persönlich das Klangbild vom Sennheiser besser, weil ich halt den Bass bevorzuge und deswegen würde ich einfach sagen, Sennheiser für mich der bessere Klang. Ich würde dem Klang 7 Punkte von 10 geben, also eigentlich das gleiche wie dem Teufel, obwohl, ja, wir haben immer mehrere Meinungen, ist ja nicht nur meine Meinung, aber ja, kann man ihm geben, weil im Prinzip haben wir gesagt, die klingen sehr, also ich würde sogar sagen, sehr ähnlich den Bowers Wilkinson PX8. Also die Klangart ist ähnlich, die Qualität ist deutlich drunter, also man hört den Unterschied deutlich, außer aber die klingen wie die PX8, die Teufel klingen ganz anders. So, da habe ich nochmal alles zusammengefasst. Haptik und Optik finde ich sehr schön. Akku ist sehr, sehr gut. Nach 5 Minuten Laden hat man eine Laufzeit von 85 Minuten bei maximaler Lautstärke und bei ANC an. Ich habe extra maximale Lautstärke, dass man immer ja, das Maximum außerhört oder das Minimale hat, weil einer hört mit 65 dB, einer hört mit 80, einer hört mit 95. Das ist je nach Alter, je nach Gehör, je nach Vorschäden große Unterschiede sein es dann. Minimale Laufzeit ist 21 Stunden bei maximaler Lautstärke und ANC an. Klang finde ich relativ sauber, detailreich, aber ein bisschen basslastiger. ANC ist auf der besseren Seite und keiner von den 4 Personen hat als unbequem empfunden, die Kopfhörer, heißt da super. Wie schon gesagt, Verarbeitung und Dings habe ich schon alles gesagt. Klang 7 von 10 habe ich auch gesagt, Akku 9 von 10, wieso? Weil mir weil er ein bisschen schwächer ist nach 5 Minuten Laden. Die Zeit ist sehr gut im Vergleich zum Teufel, aber der Teufel hat 10 von 10, deswegen muss er ein bisschen weniger kriegen, weil der Teufel hat 20 Minuten fast länger geschafft bei 5 Minuten Laden. ANC aber deutlich besser, 6,5 von 10. Das heißt nicht, dass es jetzt ein schlechtes ANC ist, es ist meine Punktebewertung deutlich besser wie der Teufel, also unglaublich viel besser. Und ja, dann Bedienung habe ich schon gesagt, Preis 6 von 10, 140 Euro kostet der Kopfhörer neu ungefähr, Österreich, Deutschland. Sitz habe ich schon gesagt, optimal. Insgesamt Fazit 7,2 von 10, top. Sehr guter Kopfhörer, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen fürs Geld. Alle Kopfhörer sind unten verlinkt, ich bedanke mich fürs Schauen, servus, danke, bis zum nächsten Video, ciao.